Ich baue jetzt noch ein bisschen an der Drehscheibe weiter und ihr seht schon, ich habe am Rand hier die braunen 1x2 Teils eingebaut und passend dazu werde ich jetzt noch alles schön verkleiden am Rand und dazu nehmen wir jetzt erstmal das innere Teil raus und dann nehme ich den ganzen Ring mit. Hier habe ich euch jetzt mal so ein kleines Beispiel zusammengebaut und zwar nutze ich diese Teile hier, um die Lücken in der Mitte zu schließen und auch hier, und das mache ich jetzt einmal am ganzen Kreis. So sieht jetzt momentan mal der Zwischenstopp aus und jetzt muss ich noch in den Zwischenräumen überall diese Teile hier einbauen. Und das werde ich jetzt auch machen. Die ganzen Bretter sind jetzt innen schon mal drin und jetzt werde ich hier noch die Lücke schließen. Hier, dass man das Blaue dann später nicht mehr sieht. Das habe ich hier schon einmal gemacht und dazu werde ich einfach wieder einen von diesen Steinen nehmen und den unten drunter klipsen. Ich habe jetzt mal auf der einen Seite alles fertig gebaut, also unten und auch hier schon die 1x1 Teils überall reingebaut. Und auf der anderen Seite sind mir hier diese Clips in Dark Bluish Gray ausgegangen. Deswegen habe ich da auch nicht die 1x1 Teils hingebaut. Und was ich noch getan habe, ist, dass ich die Ausfahrten markiert habe. Und zwar werde ich da wahrscheinlich Trix Bricks Half Straights nutzen. Das ist hier einmal die Einfahrt und dann auf der anderen Seite haben wir 3 Ausfahrten und wahrscheinlich kommen dann noch 1, 2 Abstellgleise oder sowas hinzu. Ich habe jetzt mal das Ganze soweit wie es ging mit den Brettern schon ausgestattet und hier innen nutzen wir jetzt Light Bluish Gray Tiles, um so einen Beton-Look hinzubekommen. Genauso wie hier unten dann später. Der ist halt dann rissiger und noch mit ein paar Pflanzen zwischendrin, wie in echt auch. Und auf der anderen Seite könnt ihr schon sehen, hier habe ich noch die Plätze für die Geländer schon angedeutet. Da kommen dann noch einmal 3 Teils rein und hier oben fehlt der Clipser, weil ich den vom Krokodil geklaut habe. Als nächstes werde ich dann auch noch schauen, dass die Seitenverkleidung stärker dran gebaut ist und nicht mehr so leicht abfällt wie zurzeit. Und dass es sich nicht mehr so durchbiegt, weil es ist schon klar, später, wenn es dann hier noch festgemacht ist, biegt es sich nicht mehr so durch. Aber dann haben die Räder an den Seiten nicht mehr so viel Haftung und die Drehscheibe dreht sich einfach nicht so gut. Ich habe jetzt das Ganze mal verstärkt und zwar habe ich hier zwischen den 2 Liftarmen, einmal den Brick Liftarm weiter oben und dem normalen Liftarm noch 2 Plates eingebaut, die das Ganze stabiler machen und ein bisschen helfen, es hochzudrücken. Weil davor, wenn es sich durchgewölbt hat, haben sich diese 2 Liftarme zusammengedrückt und dadurch ist auch ein bisschen Spiel entstanden. Das ist jetzt weg. Außerdem kann sich der obere Liftarm jetzt nicht mehr auseinanderziehen, weil er jetzt von oben und unten zusammengehalten wird. Und dann habe ich hier, war nur eine 1er-Reihe, die habe ich mit 2 Bricks ausgetauscht, um es noch stabiler zu machen. Als nächstes werde ich dann anfangen, hier unten die Aufnahme neu zu bauen und auch möglichst modular das Ganze zu gestalten, damit ich die immer wieder abnehmen kann. Ich habe jetzt noch mitten im Bauen eine Planänderung und zwar wahrscheinlich werde ich so machen, dass es hier irgendwo in so eine Führung reingeht und wird dann mit einem Pin oder sowas festgehalten. Aber damit ich weiß, wie viel Spielraum ich zwischen Boden und diese Abdeckung habe, werde ich jetzt mal die Abdeckung neu bauen und wieder hinbauen. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wie die Drehscheibe funktioniert. Und zwar ist hier die Batteriebox. Über ein Kabel geht die dann in den Motor. Dann haben wir hier eine 1:1 Übersetzung, einmal nach hier drüben und dann
hier hinten wieder raus. Also es gehen zwei vom Motor weg, einmal nach hinten und nach vorne. Hier vorne geht es dann seitlich rüber, über zwei Knickgelenke, mittig raus und dann hier in dieses kleine Getriebe, was das Ganze dann die Drehung verlangsamt. Dann auf der anderen Seite geht es hier einmal durch den Mittelpunkt. Im Mittelpunkt seht ihr noch hier ganz leicht diese schwarzen Zahnräder. Die machen, dass wenn es nach links dreht, dreht es hier auf der Seite nach rechts. Also das dreht die Drehung einmal um in die andere Richtung. Das ist damit die Räder in die Richtung drehen und die Räder in die. Dann geht es hier weiter, wieder in die zwei Knickgelenke und dann in diese selbe Zahnradbox wie auf der anderen Seite, wo es runtergedreht wird. Die Seitenverkleidung ist jetzt schon mal soweit fertig, und zwar habe ich die roten Steine alle nochmal abgemacht. Dann darunter eine Reihe 1 breite Steine mit den 4er Brackets. Hier kann man sehen den blauen Stein, das ist so ein 4er Bracket. Und dann zwischen den Brackets immer eine 1x4 Platte noch rein und dann wieder die roten drüber. So ist die Stabilität noch da, aber die Seitenverkleidung hält auch echt gut dran. Dann die Seitenverkleidung, falls sie mal abfällt, habe ich jetzt auch mit längeren Platten verstärkt, damit die dann halt nicht direkt auseinanderbricht. Genauso wie hier hinten. Hier habe ich noch ein paar Sachen geändert. Statt einem 1 Brick sind jetzt hier 2x3 Bricks und so drin. Und noch zum Thema mit dem Mechanismus. Die Seitenverkleidung schließt genau bündig mit diesen Zähnen, sage ich jetzt mal, ab. Das heißt, wenn ich durch die Löcher oben eine Achse oder sowas durchstecke, dann passt sie da genau drüber. Nachdem ich jetzt soweit schon mal alles, was ich konnte, an der Drehscheibe fertig gebaut habe, habe ich mich auch noch um das Zufahrtsgleis gekümmert. Und zwar habe ich die grünen Platten von da drüben am Bahnhof und überall rausgenommen und habe die jetzt hier vorne hingelegt, weil wir können erst wieder im Februar neue Platten bestellen. Und dann hier die Zufahrt schon mal mit der Drehscheibe verbunden, die wird jetzt dann gleich wieder drauf gebaut. Und das Zufahrtsgleis habe ich auch schon in den Stream fertig gebaut. Da die Drehscheibe aber leicht höher ist als unser Unterbau, den wir überall unter den Gleisen haben, müssen wir eine Steigung einbauen, und damit es nicht sehr extrem aussieht, fangen wir die schon hier vorne an, und deswegen ist das Gleisstück auch ein großes, damit ich das dann danach wieder rausnehmen kann. Als ich hier die Einfahrt, als die hier eingebaut habe, sind noch ein paar kleine Probleme aufgetreten. Deswegen kommt die jetzt hier drüben hin, und wie ihr seht, haben wir noch neue Platten im Amazon bekommen. Und hier werde ich dann noch eine neue Verkleidung bauen, mit der dann das Problem wahrscheinlich nicht ist. Der ganze Aufbau von der Drehscheibe, als die Befestigung unten und die Auffahrt sind jetzt schon mal so weit fertig, dass man es testen kann. Und ich werde es dann nach dem Test nochmal genauer erklären. Die Schwierigkeit ist, das ganze Ding schön gerade mit der Auffahrt zu bekommen, weil sonst entgleisen die ganzen Züge. So, vielleicht klappt es jetzt. Nee, immer noch nicht.
Jetzt vielleicht? Ja, genau, jetzt. Das wäre noch so eine Sache, wo man dran tüfteln könnte, dass das einfach besser in einer Linie ist. Und vielleicht hat man es gehört, die quietscht relativ stark, weil in der Mitte ist so ein Teil verbaut und die haben echt eine Reibung drauf, wenn die unter Druck stehen. Und das ölen wir dann vielleicht noch, weil die kann man zerlegen, das sind 2 Teile. Die ganze Drehscheibe ist jetzt abnehmbar, indem man hier in der Mitte drunter greift und den Pin hier rauszieht. Dann kann man die einfach runternehmen. Hier ist noch eine kleine Aufnahme drauf gebaut. Das sind so Art Rollen, die können sich noch bewegen. Und dann, wenn man das Gegenstück hat, hier das ist auch noch rund, dann geht das einfach in die richtige Stelle rein. So. Und dann nimmt man den Pin und schiebt ihn einfach von der Seite rein und dann ist das Ganze verbunden. Nachdem dieses Drehgestell hier unten ziemlich schwer geht, haben wir noch hier einen Gewichtsstein eingebaut und da drüben 2, die dann einfach noch mehr Gewicht auf die Räder bringen, weil das ganze Ding stützt sich ja dann auf 3 Punkten ab, dem, dem und dem. Und das meiste Gewicht ist dann in der Mitte, aber wir wollen das meiste Gewicht an den äußeren Punkten, damit es sich eben dreht.